Wir wollen einfach mal irgendwas anderes machen. Hier draußen, in den Felsen der sächsischen Schweiz. Wo wir im Sommer auf die Gipfel klettern und im Herbst die Morgennebel bestaunen Jahr für Jahr, ist so etwas wie ein richtiger Winter selten geworden. Aber für uns aus vielerlei Gründen genau die richtige Kulisse und die richtige Zeit für eine gehörige Portion Adrenalin. Come on. Ja. Oh. Alle. Ja. Hey, der Fitzka. Wir sind im Bielertal, im Glasergrund. Es ist Mitte Januar, das Thermometer zeigt 4 Grad unter Null und Frau Holle hat hier alles hübsch dick ins Winterkleid verpackt. Der Fels ist trocken und sowas lockt ja kurz nach dem Jahreswechsel immer gern das eine oder andere Besenkommando ins Gebirge. Die Jahresersten sind traditionell begehrte Beute bei den Sandsteinkletterern und wer der Erste sein will auf einem Gipfel im neuen Jahr, der darf und muss bei solchem Wetter auch ein bisschen putzen. Bisschen spooky ist es schon. Und zur Not darf er sogar mal das Knie zum Klettern benutzen, ohne dass dafür gleich ein Kasten Bier oder eine Palette Glühwein fällig wird. Jetzt geht der Spaß los, sage ich dir. Während sich Lennart und Jens über den alten Weg, Schwierigkeit 3, auf die Harmonienadel wühlen und irgendwie auch ein bisschen hinauf fürchten, tun sich unten im Tal direkt an der Ottomühle andere merkwürdige Dinge. Das ist geil. Lass es uns so machen. Ja. Das ist die Frage, ob du auf der Highline das Gleichgewicht hast, um beide Hände rauszunehmen. Frage ich mich. Ja, eigentlich war das noch schwierig. Aber also wenn du drauf landest, die so ausmachst. Ja, ich kann sie halt direkt ausmachen. Und wie ist es, wenn sie Wenn sie droppt? fällt. Ja, also wenn die Motoren aus sind und sie droppt, wäre es nicht gut. Ja. Aber wenn ich die Motoren noch nicht aus habe und sie sich irgendwie verheddert und irgendwie runterfliegt, dann kann ich sie eigentlich in der Luft retten. Also dann kann ich sie quasi wieder stabilisieren. Und dann, Okay. Also ich würde es einmal ohne machen. Wer mit solcherlei Gerätschaften durchs Gebirge fegt wie der Theis, dem reicht im Normalfall kein Kasten Bier, nicht mal ein ganzer LKW voller Glühwein, um aus der Sache halbwegs heil rauszukommen. Drohnenflüge sind in der sächsischen Schweiz streng verboten. Nach langen und zähen Verhandlungen haben wir für dieses Projekt nun doch mal eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Deswegen sind wir auch im Winter hier. Keine Brutzeit, keine Touristen, nur wir und ein paar verrückte Jungs, die sich viel mehr holen wollen hier im Bielertal als nur eine Jahreserste im Tiefschnee. Ich habe die linke, wenn du noch eine rechte hast. Ja, ich habe die rechte. Also ich habe eine rechte. Also das, was ich gelesen habe, ist, dass der Kamin, dass da Klemmblöcke drin liegen. Das ist gut, da brauchen wir lange Schlingen. Ja, genau. Ruben in der orangen Jacke und der Türps, unser kletternder Kameramann, nehmen einen anderen Gipfel ins Visier aus der Gruppe der Wiesensteine. Noch eine ganze Ecke schwieriger als die Harmonienadel auf der anderen Seite des Tals. Knapp 250 Meter Luftlinie entfernt, wo Lennart tatsächlich der Erste ist, ganz oben am Gipfelbuch in diesem Jahr. Ruben muss erst mal einen Weg durchs Unterholz finden, mehr ahnend als wissend, wo genau hier der schmale Kletterzustieg zum Wiesenstein verläuft. Ruben, du hast was vor, was nicht so ganz alltäglich ist hier im Gebirge. Aufgeregt oder hast du schon einen Blick auch für diese zauberhafte Winterlandschaft? Ja, schon. Also auf der einen Seite bin ich, glaube ich, gerade sehr fokussiert und im Tunnel. Und ja, aber wenn der Blick hochgeht, dann ist natürlich Augenschmaus. Hohe Ziele reizen den Maschinenbaustudenten schon immer. Und was er in luftiger Höhe am liebsten treibt, das ist eigentlich auch immer ein Augenschmaus.
Ruben hat sich einen Namen gemacht. In Sachsen und darüber hinaus inzwischen als Hochseilartist. Keiner, der im Zirkus auftritt, sondern einer, der seine atemberaubenden Laufstege eigenhändig mitten in die Natur hängt bzw. spannt. Sogenannte Highlines. Knapp 2 Zentimeter schmale Bänder. Oft 30, manchmal auch 50 oder 100 Meter über dem Boden. Ja, also hat das mal so angefangen, dass ich natürlich im Park geübt habe, so wie jeder da anfängt. Und ja, bei mir war es so, dass meine Mutter da eine große Rolle gespielt hat, weil die hat irgendwann mal so eine Slackline angeschleppt, sage ich jetzt mal so, weil die ist Kindergärtnerin und hat das für ihre Kindergartenkinder gekauft. Und da war ich aber schon 16 oder so und die hat dann gesagt, hier, guck dir mal an, was man damit machen kann. Und habe ich dann gemacht, sage ich jetzt mal so. Ist deine Mutter immer noch glücklich mit dem Geschenk? Ich glaube schon, ja. Hat keine Angst, wenn du irgendwie durch die Lüfte gehst. Also tatsächlich hat sie da ein erstaunlich großes Vertrauen in mich. So staune ich selber auch. Hier und heute ist vor allem erstmal Selbstvertrauen gefragt. Der heikel verschneite Quergang am mittleren Wiesenstein war genauso wenig ein Spaziergang, wie die rutschige Verschneidung in Richtung Gipfel keiner ist. Ästhetisch anspruchsvollere Klassiker wie die Perrikante nebenan oder die Rostkante am Hauptwiesenstein waren bei den heutigen Bedingungen keine Option für den Ruben und für den Türps. Aber auf der Jagd nach den Jahresersten, da ist die nominelle Schwierigkeit des Kletterwegs traditionell zweitrangig. Hochkommen, sportlich sauber und fair, irgendwie, Hauptsache sicher. Ja, wie schaut's denn aus? War das die Jahreserste oder Nee, wir haben jetzt die Jahresdritte. Jahresdritte? Fetzt? Aber der Spruch ist, kalter Winter war einmal, heute klettern wir ohne Schal. Blauer Himmel, blaues Seil, 15 Grad am 1.1. sind geil. Oh ja. Ja, gut gereimt. Pauline Hubert. Kaum zu glauben, aber wahr. In diesen verrückten Zeiten vor knapp 3 Wochen, kurz nach Silvester, war es hier noch 20 Grad wärmer. Passend zum Jojo-Winter auch das Jojo am Fels heute. Denn nach den Gipfelstürmen geht's für alle erstmal wieder hinunter, zurück ins Tal und an den Parkplatz. Denn das, was wir bis jetzt gesehen haben, das war nur das Vorspiel. Das Hauptgepäck für die eigentliche Aktion, für den Aufbau einer Highline quer übers Tal, das ist etwas umfangreicher und spezieller als bei einer gewöhnlichen Kletterpartie. Es ist bereits 14 Uhr mittlerweile, wir haben immer noch Mitte Januar und wir wissen, dass das ein Wettlauf mit dem Tageslicht wird heute. Trotzdem wollen wir noch schnell wissen, was hier eigentlich so alles durch den Winterwald geschleppt wird. Ich habe heute einen Big Shot mitgebracht, das kommt aus dem Baumklettern. Den haben wir vom Kumpel ausgeliehen. Das sind die 2 Stangen, die steckt man dann ineinander. Dann hat man einen langen Stab und dann zieht man hier diese Lasche weit nach hinten in das gelbe Stück Stoff. Wird dann hier der Wurfsack eingespannt und dann hoffen wir, dass wir damit hier über die Bäume kommen. Ich habe es selber auch noch nie gemacht mit so einem Ding. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass es klappt. Eine Art Riesenkatapult also. Okay, ist fest. Der genau wie die Jungs selbst mit all den Schnüren, Karabinern, Klebebändern und nach oben auf die Gipfel muss. Hüben wie drüben im Glasergrund. Unten hat der Jens als Pfadfinder alle Hände voll zu tun. Er zieht den flexiblen Laufsteg erstmal ebenerdig quer durchs ganze Bielertal. So, ich habe das Band jetzt hergezogen und jetzt warte ich quasi auf ein Seil von oben von meinen Kollegen, damit die das hochziehen können und dann die Slackline aufgebaut werden kann. Eine Mammutlogistik, das schwant uns spätestens jetzt. Die Kameraperspektive täuscht. Es sind auf kürzestem Weg durch die Luft gut 250 Meter.
zwischen den beiden Gipfeln. Für Ruben ein leichtes Spiel. Er wirft eine dünne Rebschnur hinunter an den Wandfuß, wo Jens den Laufsteg anknüpfen kann. Für Lennart gegenüber auf der Harmonienadel wird es eine wesentlich anspruchsvollere Übung. So wäre jetzt das Ganze von der Theorie. Er kann die Schnur nicht einfach runterwerfen. Er muss einen 40 Meter breiten Waldgürtel überwinden, sonst gibt es hoffnungslosen Fitz im Geäst und Gestrüpp. Deswegen das Katapult. 3, 2, 1. Ja, okay. Ja, sieht super aus. Seit 6 Stunden rackern die Jungs nun schon mit Erfolg. Die Verbindung zwischen den beiden Gipfeln ist hergestellt. Aber selbst das ist erst die Viertelmiete. Jetzt haben wir die sogenannte Schlinge. Das sind ja diese Kranschlingen, die man vielleicht von der Baustelle kennt. Ja, haben wir jetzt einmal ringsrum gelegt und daran können wir jetzt gleich die Slackline einhängen. Ja, Das ist dann unser Ankerpunkt. Genau. Backup hängt bei mir auf meiner Seite unten an dem Busch fest. Okay, jetzt kommt hier der Kantenschutz. Ist noch dort dran. Ja, das sind so Teppichreste, sage ich jetzt mal so. Und die wickel ich jetzt um die Schlinge, um den Fels zu schonen. Den Wettlauf mit dem Tageslicht haben die Jungs längst verloren. Aber das ist ihnen auch herzlich egal. Hauptsache, der Laufsteg ist fertig präpariert. Dankenswerterweise hat die Otto-Mühle im Bielertal extra für uns außerhalb der Saison nicht nur die Türen geöffnet, sondern auch ordentlich eingeheizt. So können wir ganz in Ruhe bei einem gepflegten Hopfensaft besprechen, wie der nächste Tag laufen soll. Denn das ist und bleibt neben der körperlichen Herausforderung, die auf die Kletterer wartet, auch ein logistisches Abenteuer. Hier eine Highline im Winter zu machen, habe ich noch nie gemacht. Gab es, glaube ich, auch überhaupt noch nie hier im Gebirge. Und das ist also eine total neue Erfahrung und auch mega besonders. Ich bin diesem Ort sehr verbunden. Ich habe hier mit dem Klettern angefangen und jetzt zurückzukommen und das hier zu machen, das ist ja, super. Bei dem Projekt hier war es so, dass ich vor ein paar Monaten mal mit einem guten Freund auf dem Felsen dort oben war, auf dem nördlichen Wiesenstein und da mal einmal übers Tal geguckt habe und gesehen habe, oh ja, da drüben stehen ja auch noch Felsen. So, da könnte man ja gut was spannen. Und einfach mal rüberlaufen. Oh, Jesus. Das Problem heute, nach einem kurzen Wärmepeak gestern Abend hat der Nachtfrost das Gurtband mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Das ist eine Schlitterpartie. Oh, oh. Geil. Der erste Go überm Abgrund ist einer zum Auftauen. Körperwärme kontra Blitzeis, barfuß bei feuchtkalten -3 Grad.
Fick die Hände. Komm. Alle. Komm on. Ja, ja. Oh. Alle. Ja, ja, ja. Oh. Hey, der Fitzka. Auf halbem Weg, kurze Pause. Alter. Oh, ist einfach komplett vereist, ey. Wohlweislich hat er sich ein paar Schuhe an den Sicherungsgurt gehängt, Barfußschuhe, damit das Gefühl für den schmalen Laufsteg so wenig wie möglich leidet. Und weiter geht die wieder. Okay, Gottes. Okay, strong, dude. Alle. Looking good. Ja, okay. Ja. Oh. Okay, komm. Ja, ja. Alle. Unvorstellbar für unser einen, wie er sich auf dieser schaukelnden Rutschbahn überhaupt aufrecht halten kann. Was muss man mitbringen, damit aus dem Slackliner im Park auch ein Highliner werden kann, der über so lange Strecken und in solchen Höhen laufen kann wie du? Ja, also ich würde sagen, als allererstes halt Frustrationstoleranz, weil gerade am Anfang, wenn man sich das erste Mal auf die Highline wagt, dann ist es natürlich so, dass man sehr oft runterfallen wird. Also es wird dann manche Tage geben, da macht man keinen einzigen Schritt, sondern ist nur 20, 30 Mal runtergefallen und das war dann so das Tageswerk, sage ich jetzt mal so. Und dafür braucht es also ja eine Frustrationstoleranz, aber auch irgendwie einen inneren Antrieb. Also es muss einem natürlich irgendwas geben, das zu machen. Und abgesehen davon brauchst du natürlich auch eine gute körperliche Fitness, einfach damit man halt ja diese ganzen Leash Falls nennt man das, also wenn man ins Sicherungsseil stürzt, um das irgendwie wegzustecken und immer wieder hochklettern zu können. Oh. Aufs Wiederhochklettern verzichtet er diesmal. Technologiewechsel stattdessen. Ruben versucht das Eis beim Hangeln mit der Leash, also mit dem Sicherungsmetallring, vom Band zu kratzen. Ich hoffe, dass es heute noch was wird, dass das ein bisschen besser ist, weil gerade ich habe auch versucht, ein paar Schritte zu machen. Das war, als würde man auf Seife laufen. Genau. Teilweise bin ich so im Stehen halt einfach die Line runtergerutscht. Also man sieht es ja auch jetzt, wenn ich loslasse, rutsche ich sofort weg. Ja. Ja. Daher schwierig. Sollen wir mal schauen, ob das noch klappt heute. Erstmal muss er nach seiner Barfußaktion die Zehen wieder warm bekommen. Ja, war schon kalt an den Füßen. Die waren also richtig taub. Richtiger Eisbotten. Kälte, und mag sie noch so klirrend sein, ist aber nichts, was den Ruben schreckt. Sonst hätte er seine bisher größte und verrückteste Aktion wohl nicht ausgerechnet nördlich des Polarkreises unternommen. Vor 2 Jahren war das in Schwedisch-Lappland im Abisko-Nationalpark. Gemeinsam mit skandinavischen Freunden und Highlinern hat Ruben dort oben zwischen 2 mächtigen Fjellgipfeln eine atemberaubende Line für einen Weltrekordversuch installiert.
Es war so, dass die Leine 2130 Meter lang war und 600 Meter hoch war. Also das heißt, dann, wenn man in der Mitte steht, ist über einem halben Kilometer, also bis zum Boden und zu den Ankern ist halt nichts. Ist nur Luft und dieses 17 mm breite Band, das unter deinen Füßen ist und dich vom Fliegen trennt sozusagen. Das ist ein krasses und surreales Gefühl, weil es fühlt sich manchmal so an, als würde man auf einem Laufband laufen, das vor einem Bild aufgehangen ist, von einem Berg. Und der Berg kommt nicht näher. Das ist einfach so lang und man läuft und läuft und läuft und guckt immer mal wieder hoch und denkt so, jetzt müsst ja bald endlich mal die Leute sehen drüben, die am Anker rumlaufen oder so. Aber man sieht sie einfach nicht. Weil das jetzt ein bisschen schnell ging, nochmal zum Mitschreiben. 2130 Meter, 2,1 Kilometer auf diesem wackeligen Laufsteg. Eine Distanz, bei der mancher schon zu ebener Erde aus der Puste kommt. Pure Einsamkeit in schwindelerregender Höhe. Nicht auf Rufweite und teilweise dann auch sogar nicht mehr auf Sichtweite. So, also ja, ist man wirklich schon sehr, sehr, sehr bei sich selbst oder sehr alleine. Das ist auf jeden Fall ein langer Weg und eine sehr, sehr lange Reise. Ist dir auf der Reise auch mal Angst geworden? Ja, also tatsächlich war ich ja zweimal auf der Leine. Bei dem ersten Versuch, das war nicht erfolgreich und das bedeutet praktisch, dass ich in die Sicherung gestürzt bin und sie praktisch nicht Rotpunkt begangen habe, um es mal in Klettersprache zu sagen. Und ja, der Grund dafür war, dass es da ziemlich windig war und wir auch halt gerade gegen Ende dann in so 40er Böen sind dann so über den Berg drüber geschwappt und es war ziemlich extrem, sage ich jetzt mal so. Auch so, dass ich gedacht habe, oh, das wird jetzt hier gar nichts mehr. Vielleicht müssen sie mich sogar holen kommen. Wie kann man jemanden holen? Naja, was sie machen können, ist praktisch mit einer großen Seilrolle, die sie, also es ist wirklich so ein Ding, die kann man oben auf die Leine draufsetzen. Dann hängt sich jemand unten dran und dann wird der vom Anker aus reingelassen sozusagen. Und die könnten mich dann anklippen und dann oder die hilflose Person würde da dran befestigt und dann würden da 5 bis 10 Leute halt am Anker die hochhissen. Also genau. Die würden dich wie so ein Fisch aus dem Wasser ziehen, alleine, genau. Beziehungsweise an der Kurbel. Ja. Okay, verstanden. So, und dann bin ich halt noch ein bisschen weiter gelaufen, um es denen ein bisschen einfacher zu machen. Aber die kamen nicht und irgendwann habe ich es dann geschafft, oder bin dann sicher am anderen Anker wieder angekommen. Also war auf jeden Fall ein extremes Erlebnis, wo ich auch dachte, boah, das wäre ganz schön scheiße hier. Und deswegen kann ich schon sagen, dass ich da Angst hatte. Am nächsten Tag, im zweiten Versuch, hat er die Strecke gemeistert und war plötzlich Weltrekordler. Heute hast du keine Angst und es wird auch nicht scheiße, oder? Hoffentlich nicht. Und bisher habe ich ein gutes Gefühl. Es ist angerichtet. Und jetzt geht's gleich ab wie eine Tüte Mücken. Olle, kann man. Das ist schon krass. Alle, komm. Auf geht's. Komm, belohn dich. Für Gottes.
Komm on, weiter geht's. Push dich. Late Shift. Hands and Sense. Late Shift. Hands and Sense. Late Shift. Hands and Sense. Late Shift. Ai. Ah. Oh. Jesus, Alter. Komm mal. Trainierst du nur deinen Körper oder auch deinen Kopf? Und wenn ja, wie? Tja, also eigentlich trainiere ich meinen Kopf am meisten beim Highline und am effektivsten auch beim Highline selbst, weil es ja praktisch genau diese spezifische Anforderung ist von sich konzentrieren, aber halt nicht zu stark, dass man, weil wenn man sich also zu sehr konzentriert, dann kann das auch ziemlich ermüdend sein. Das ist so ein Zusammenspiel aus Gedanken schweifen lassen, aber dann auch immer wieder zurückholen. Komm on, push dich. Alle. Ja. Mhm. Ja, you got this. Come on, looking strong. Alle. Ja. Alle. Ja, sauber. Komm on. Also es kommt natürlich sehr drauf an, was ich vorhabe sozusagen. Also wenn ich jetzt einen Rekord versuche, dann ist es so, dann ist es da von ganz viel Aufregung geprägt und auch so von einem gewissen Druck. Und dann ist es eher so ein Versuchen, sich selbst runterzuregeln und sich selbst zu beruhigen. Hey! Alle. Also eigentlich slackline ich ja nur für mich und wird schon und nächsten Schritt, um sich da so ein bisschen selbst zu ermutigen. Und trotzdem merke ich, dass dann mir das oft auch nicht so gut gelingt und ich dann wieder denke, okay, krass, jetzt stehen hier dann gleich 3, 4 Kameraleute am Anker und stellen mir Fragen so. Und ja, also das ist so die Rekordseite oder die ernste Seite sozusagen vom Slackline. Und dann, wenn ich wirklich trainiere und dann nur für mich mache, dann ist es eigentlich ein sehr entspannter Modus, in dem ich da bin. Und dann ja, singe ich auch mal ein Lied oder denke drüber nach, wie die Woche war oder was ich heute noch, ob ich noch meine Mikrowelle auswischen muss oder genau, so über alles möglich. Und dann ist auch wirklich sehr locker und spaßig, sage ich jetzt mal so. Und dann ist ja auch scheißegal, ob man mal runterfällt. So, also klettert man dann wieder hoch und macht weiter. Auch wenn es heute sogar 5 Kameras sind, die jeden Schritt beobachten, hier will er um Gottes Willen nicht mehr runterfallen. Er will diese neue Line-Rotpunkt begehen, also sturzfrei, 250 Meter weit, quer über den Glasergrund. Ja. Je weiter er kommt, desto sicherer wird er auf dem schmalen Laufsteg, der inzwischen, Gott sei Dank, Komm, push dich. Alle. eisfrei ist. Alter. Das ist ein Kampf. Ja? Ja, Mann. Kriegst du nicht geschenkt, finde ich. Wenig Wind. Ja, das war völlig krass. Also, ja, gerade als ich dann über die Wiese rausgelaufen bin und dann praktisch wirklich mal das erste Mal wirklich viel Luft unterm Arsch hatte,
habe ich gedacht, boah, das ist jetzt schon, ja, ist schon krass. Habe mich berührt. Kann man schon sagen. Und trotzdem war's das immer noch nicht. Kurzes Durchschnaufen nur, dann geht's zurück auf die Leinen. Jetzt wollen sie noch ein bisschen Spaß haben. Der Ruben oben und unten der Theis, unser Drohnenpilot. Ich fliege jetzt um ihn rum, ich umkreise ihn quasi in einem Orbit, also in einem... Und er läuft dabei. Das sieht so cool aus. Yes. Sehr, sehr cool. Hammer. Wow, Ruben, Wahnsinn. Ich mache so einen Anflug von den Bäumen. Quasi an der Waldgrenze fliege ich so knapp über die, sind das Fichten entlang? Und dann kommt er so cool aus dem Nichts rein. Yes. Ruben, das war super. Lass uns den nächsten Akku mal, ja, jetzt ist er gefallen, im Bed Hang machen, okay? Ja, okay, dann mach ich mal Bett hängen. Okay, ich hänge. Er hängt. Alright. Okay. Ah. Ha. Ah. Ah. Ruben, du kannst dich auf die Leine legen. Okay, ich liege. Okay, dann lass uns mal durch die Beine fliegen. Also ein bisschen schneller. Ich werde aber nicht so nah an dich rankommen. Hab keine Angst. Ruben, ich werde ungefähr da, wo du gerade stehst. Also hier werde ich durch deine Beine fliegen. Hoppa. Okay, das war nichts. Kein Problem, alles gut, alles unter Kontrolle. Wir machen gleich nochmal. Yes! Sehr schön, den haben wir. Jo, Theis, cool. So ein verrückter Typ. Und eine herrlich verrückte Geschichte, bei der eigentlich nur noch eins fehlt. Ein zünftiger Schlussakkord. Okay. Ah.